Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und zuallererst möchte ich euch erstmal Dankeschön sagen. Dankeschön für die ganzen lieben Kommentare, die ich auf mein Video erhalten habe. Ich sag mal, das Video außer Reihe, ja, nenne ich es jetzt einfach mal. Und vielen lieben Dank. Es fühlt sich sehr gut an, so viel positives Feedback denn doch danach zu bekommen. Und ja, ich denke mal, so langsam können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ich habe zwar da nicht mehr weiter drauf geantwortet auf eure Kommentare, aber ihr könnt euch hundertprozentig sicher sein, dass ich jeden einzelnen Kommentar von euch gelesen habe, den ihr geschrieben habt, so wie ich das eigentlich immer tue. Und jetzt in Zukunft werde ich auch wieder auf die nächsten Kommentare eingehen und antworten. Und falls irgendwas ist, könnt ihr immer was schreiben. Gut, wir machen weiter. Wir sind hier in Shakes and Fidget natürlich und befinden uns hier auf dem Main-Account zuallererst mal. Denn dort ist wieder ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, ja. Ihr merkt schon, der Platz im Inventar ist voll bis zum geht nicht mehr. Denn ich habe nämlich ein paar neue Items. Das habe ich aus dem Shop. Das habe ich aus dem Shop. Und das hier, das ist von einem Dungeon-Gegner. Ja, und zwar von dem Gesichtslosen. Der Gesichtslose ist ein Gegner, ein weiterer Gegner, den wir in Osteros besiegt haben. Ja, also Osteros geht zurzeit relativ gut nach vorne, würde ich mal behaupten. Da haben wir jetzt nur noch die 18. Etage, 19. und die 20. mit eingeschlossen. Und dann haben wir den kompletten Dungeon hier in der Schattenwelt gelegt. Ja, das ist also, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Ich weiß nicht, was da für Gegner nachkommen werden, was das für Gegner sind. Weiß ich nicht aus dem Kopf, könnte man nachschauen. Aber ich lasse mich da überraschen. Und ja, zuallererst zeige ich euch erstmal den Kampf, wie der hier verlaufen ist gegen den Gesichtslosen. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil das ein Intelligenzgegner ist. Und die Intelligenzgegner fallen ja so, ich sag mal, in der Regel mit am einfachsten. Ja, und da ist er auch schon down. Da haben wir ihn besiegt und da haben wir auch ein Item für bekommen. 850, ja, wir können mal kurz unser Equipment anlegen und schauen mal, was wir da denn so rausbekommen können. Ich habe hier noch ein paar Kristalle, ich muss mal gucken, wie viele. Oh, ja gut, das ist noch mehr als genügend. Das hier könnte man auch noch wechseln, das auch, aber da bin ich mir nicht sicher. Stimmt, das habe ich schon ein bisschen länger im Inventar. Also das werden wir auf jeden Fall machen hier. So, dann bekommst du das hier und das hatte ich 7-mal verbessert, heißt wir verbessern das auch 7-mal erstmal. So, die Attribute steigern sich und des Weiteren hatte der einen 1012er Stein drin. Mal gucken, was haben wir denn hier im Angebot. Dann nehmen wir mal den aktuellsten. Ja, den setzen wir da rein und haben damit ein sehr schönes Item. Hier Widerstand gegen Eis. Vorher hatte ich Lebensenergie. Lebensenergie, ja, gefällt mir ein bisschen besser all around. Auf dem Magier ist es nicht ganz so tragisch, würde ich sagen. Aber ja, weil Widerstand gegen Eis ist so halt so spezifisch und Lebensenergie ist halt gegen alles gar nicht mal so verkehrt. Ja, aber falls ich jetzt einen in der Rangliste irgendwie habe, der eine Eiswaffe hat, ist das natürlich ganz nice. So, jetzt müssen wir gucken. Ich habe hier ja, das Ding nicht verzaubert. Jetzt könnten wir tatsächlich mal diesen Gürtel hier verzaubern, den ich ja immer ausgewechselt habe, weil den behalte ich ja jetzt so oder so. Wo war das hier? Wegen dem Extrabier muss ich den ja behalten, sonst habe ich den immer ausgewechselt. Ja, aber da ich den ja jetzt sowieso entweder verwurste oder meinem Begleiter gebe, verzauber ich dann doch lieber ja, mein Gegenstand, womit ich sowieso farmen muss. So, wir gucken jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Kampf hier. Und ja, dafür brauche ich das Ding jetzt nicht verzaubern, weil, wie gesagt, wir können ja hier mit unser Bierchen suppeln. Deswegen ist das ganz nice. Wir gucken mal, Marquardt, kannst du damit was anfangen? Tatsächlich nicht. Tatsächlich kann der damit nichts anfangen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, die sind ein bisschen schlechter, die Attribute hier. Da könnten wir uns tatsächlich ein bisschen was an Ressourcen wiederholen. Wenn ich nicht mal gucken würde, was so, warte mal, was die Kunigunde bräuchte. Für die Kunigunde wäre es ein gutes Item, wenn wir das in die Toilette spülen würden.
Für einen Bad Ram 780. So, was hatte die Kunigunde? Ey. Die Kunigunde 750. Okay, für die Kunigunde wird sich das am meisten lohnen. Ja. Wir spülen das mal durchs Klo. So, ich habe jetzt noch überlegt, hebe ich mir das vielleicht auf, bis ich mal irgendwas durchspülen kann, aber das Ding kann ich hier bei Bedarf auch durch die Toilette spülen, wenn mal eine Daily Quest am Start ist. Wir gucken, wir haben hier mit bloßen Händen besiegen, deswegen, ja, ist das heute nicht gefragt. Allerdings, gut, ja, könnten wir den Füllstand trotzdem gebrauchen und verkaufen werde ich das so oder so nicht, weil das bringt auch nicht viel Geld ein. Dann werden wir das zerlegen. Und wir kriegen tatsächlich einen Geschickgürtel raus. Das ist nice. Dann ziehen wir den direkt an. Und der Geschickgürtel hier, der ist ja auch 6-mal verbessert. Heißt, wir bekommen ungefähr ja, fast die gleichen Kristalle wieder zurück. Nicht ganz, weil natürlich meiner ein bisschen besser, also ein bisschen mehr verbessert worden ist und das Item auch schon ein bisschen outdated ist im Vergleich zu diesem hier. Aber ich denke mal, für die Kunigunde ist es trotzdem ein sehr, sehr starkes Upgrade. Ja, ihr wisst ja, ich lege ja auch sehr viel Wert auf meine Begleiter, dass die auch gut in den Dungeons performen. Weil die halt, ja, vor allen Dingen die Kunigunde mit der Schlüssel zum Erfolg sind, weil sonst kommt man hier nicht großartig weiter in den Dungeons. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Dann können wir das Gegenstand zerlegen. Ja, bekommen da die ganzen Kristalle dafür wieder. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier noch den Helm. Ja, weiß nicht. Also das Attribut bringt nichts für mein PvP-Equipment. Bringt aber mein aktuelles jetzt auch nicht, weil das Erfahrungsbonus hat. Das bringt mir nichts im Fight. Deswegen plus 19 hat der Helm hier. Und das Ding, das hat plus 11. Werde ich aber auch nicht eintauschen, weil plus 11 ist mir auch zu niedrig. Ist zwar schon gesockelt, allerdings hat das hier Goldbonus plus 16 drin und ich habe aber Widerstand gegen Eis plus 22, ja. Deswegen würde ich das hier tatsächlich noch bevorzugen, den Item gegenüber. Deswegen bewahre ich mir das mal noch auf. Für schlechte Zeiten oder so, ja. Wir gucken mal, wer er hier ist, ne. Der fällt noch nicht weiter. Schau mal, wen habe ich denn jetzt hier? Den Giftzwerg. Stimmt, den habe ich jetzt als nächsten Dungeon-Gegner. Was ist das für einer? Wir investieren mal kurz ein Pilzchen. Das ist... Oh, das ist wieder ein Intelligenzgegner. Heißt, der könnte eventuell in nächster Zeit auch bald liegen. Wenn wir da ein paar gute Tries reinknallen, dann werde ich den hier mal noch ein bisschen weiter attackieren und werde mal schauen, ob wir den in naher Zukunft vielleicht nicht auch noch besiegen können. Ja, dann sind wir nämlich schon bei 19 von 20. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Wir werden mal drauf achten, was passiert und ja, erstmal jetzt schnell das Equipment wechseln, bevor ich hier die neue Quest annehme. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier zum Würfelspieler rein, das neue Feature mal abchecken hier. Ja, mein Glück hält sich nach wie vor immer noch in Grenzen, es ist unglaublich. Ja, und es ändert sich da auch nicht wirklich viel dran. Ich bin mal gespannt, wann irgendwann diese Pechsträhne so ein bisschen vorbeigeht und ich mal zumindest ein paar Vierer wenigstens bekomme. Ja, aber das ist bisher noch nicht wirklich so zu merken, dass da die Tendenz steigend ist. Muss ich mal so klar und deutlich sagen. So, wir nehmen die Quest an hier. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier noch. Kurz mal alles abholen, was geht. Ja, und dann wollte ich noch in den Arena Manager reinschauen, genau. Oh, da sind wir fast wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. Das heißt, es wird langsam Zeit, mal hier die Runen zu opfern. Aber ich glaube, eine Nacht lasse ich das noch durchlaufen, weil ich jetzt sowieso gleich pennen gehe. Status, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme. Ja, deswegen lasse ich das, glaube ich, die Nacht noch durchlaufen und hole das den nächsten Tag ab. So, bei meinen Basiswerten sieht es auch ganz gut aus schon. Habe das auch schon ein bisschen gesteigert. 7367 auf Ausdauer bin ich jetzt ein bisschen gegangen. Ich werde das, denke ich mal, meine Basis-Stats bei Ausdauer werde ich auf 10.000 hochpushen. Das ist, denke ich mal, schon relativ gut denn nachher. Und dann habe ich Basis-Stats 10.000 auf Ausdauer und nachher 40.000 auf mein Main-Attribut. Und ich denke, wenn ich das so weiter verfahre, dann ist das ganz in Ordnung für einen Magier.
Ne? Da ich ja sowieso ein bisschen mehr Schaden bevorzuge als Magier anstatt Leben, ist das, glaube ich, mal in Ordnung. Aber da ich wirklich lange Zeit jetzt nur auf Schaden gemünzt war, geeicht war und nichts anderes mehr geskillt habe, ja, also keine Ausdauer mehr geskillt habe, großartig, wollte ich das mal so ein bisschen wieder gut machen und ich hatte wirklich sehr wenig Leben gehabt. Deswegen, ja, ist es, denke ich mal, ganz okay, wenn man da auch so ein bisschen vielleicht auch auf Leben geht. Ja, ich weiß nicht, was immer so ob es überhaupt eine richtige Variante gibt, keine Ahnung, wahrscheinlich eher weniger, aber man kann ja spielen, wie man will. Wir hatten ja schon Magier gesehen, die 50-50 geskillt haben und trotzdem auf Platz 1 auf dem Server waren. Deswegen, ja, von daher ist es jetzt, denke ich mal, nicht so dramatisch, aber ich bevorzuge dann doch noch immer ein bisschen mehr Schaden als Leben auf dem Magier und das ist, denke ich mal, auch richtig so. Gut, hier checken wir auch Würfelspiel ab. Wir haben, 3-mal Holz, toll, brauche ich auch wirklich sehr viel, ja. Und dann nicht mal ein 4. Mal, sehr gönnerhaft wieder heute unterwegs, das ist natürlich sehr nice. Hier sind wir auch schon fast am Cap angelangt, hier oben, ja. So, holen wir hier noch die Ressourcen ab. Hier müssen wir tatsächlich mal angreifen. Ich weiß nicht, was das hier irgendwie ist, seit neuestem, ist er hier der höchste? Seit neuestem muss man sich die Gegner wieder aussuchen hier. Das ist ein bisschen kurios. Ich glaube, er ist der höchste im Level. Deswegen greifen wir mal hier den Mabroso an. 15 Mal an der Zahl. Ja, sind durch. So, und dann sind wir hier auf dem Server auch soweit fertig. Gucken nochmal ganz kurz in die Free-to-Play-Charaktere rein. Checken hier nochmal das Würfelspiel, weil das ist dann doch ganz wichtig für die Free-to-Play-Chars, finde ich. Ja, es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. So, schnell ein bisschen skillen, schnell ein bisschen attackieren. Bisschen durch den Wirbelwind sausen. Und werden nochmal einen Angriff machen. Zack, zack. Und gucken nochmal auf den Creature. Ja, auf den waschechten Creature. Sei mal angemerkt. Ja, und hier. Seelen kann man tatsächlich ein bisschen gebrauchen jetzt seit neuestem auf dem Char hier. Ja, 3 Mal bekommen, ist okay. Da beschwere ich mich eher weniger. Ja, nehmen wir mal die Folterkammer hier. Ja, hier bin ich jetzt gerade am Ausbauen. Das ist jetzt mein neuestes Projekt hier auf dem Account. Ja, deswegen, jo. Gut, Glücksrad noch schnell mitnehmen. Zack. So, hier haben wir 20 Mal gedreht und dann soll es das für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich halte euch up to date auf jeden Fall, was hier die Dungeon Fights angeht auf meinem Main. Das wird, denke ich mal, noch ziemlich interessant werden jetzt mit dem nächsten Gegner. Da wird wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen, gehe ich mal stark von aus. Und ja, wir werden aber gucken, was natürlich passiert. Gut, Ramsay können wir auch rauslöschen. Gut, und ich glaube, dann haben wir alles hier soweit. Ich weiß nicht mehr, warum ich den hier gespeichert hatte, aber ich glaube, den hatte ich auch einfach so drin. Ich glaube, Fenris Wolfen hatte ich gespeichert, weil ich da irgendwie, ja, da hatte ich, glaube ich, so einen starken Crit rausgehauen. Ja, okay. Deswegen hatte ich den gespeichert und der Rest erklärt sich ja von selbst hin. Gut, alles klar. Wir nehmen die letzte Quest des Tages an und zack, annehmen. Und ja, sind durch. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag und viel Gesundheit. Bleibt stabil und wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal.